Stellen Sie sich ein Wesen vor, dessen Dicke größer war als ein Ölfass. Stellen Sie sich einen einzelnen Wirbel dieses Wesens vor, größer als Ihre Handfläche. Von solchen Wirbeln hatte sein Körper mehr als 200. Es versteckte sich vor niemandem, denn nichts auf dem Planeten war größer als es. Es hieß Titanoboa und wörtlich aus dem Griechischen übersetzt bedeutet sein Name einfach riesige Boa. Und die Tatsache, dass es überhaupt existieren konnte, zerstört einen Teil dessen, was die moderne Wissenschaft über das Klima unseres Planeten weiß. Dies ist nicht nur eine Geschichte über eine große Schlange, es ist die Geschichte eines Thermometers, das der Planet 60 Millionen Jahre lang in der Erde vergraben hat und das die Menschheit völlig zufällig ausgegraben hat. Im 2009. Jahr stießen Paläontologen in einer Kohlenmine im Norden Kolumbiens in der Ortschaft Cerrejón auf Wirbel, die sie zunächst für Krokodilfragmente hielten. Zu massiv, zu dicht, mit ungewöhnlicher Gelenkform. Erst als die Proben in die Hände eines Spezialisten für moderne Schlangen gelangten, wurde klar, das sind Schlangenwirbel. Nur hatte niemand zuvor eine Schlange dieser Größe gefunden. Die Mine Cerrejón selbst ist einer der größten Tagebaue der Welt und gerade das Ausmaß des Abbaus wurde zum zufälligen Verbündeten der Wissenschaft. Riesige Bagger legten in wenigen Wochen solche Mengen an alten Ablagerungen frei, für deren manuelle Ausgrabung Paläontologen Jahrzehnte gebraucht hätten. Ein internationales Team, dem Spezialisten des Smithsonian Institute und mehrerer südamerikanischer Universitäten angehörten, arbeitete unter strengem Zeitplan, sie hatten ein begrenztes Zeitfenster zwischen der Freilegung einer weiteren Gesteinsschicht durch Bagger und deren endgültiger Zerstörung im Kohleabbauprozess. Ein Teil des Materials ging einfach unwiederbringlich verloren, ohne rechtzeitig bemerkt zu werden. Die genaue Datierung des Fundes selbst ist übrigens eine eigene Geschichte. Das Alter der Ablagerungen wurde nicht anhand der Schlangenkadaver bestimmt. Organisches Material dieses Alters ist für die direkte Radiokarbonanalyse bereits ungeeignet. Diese Methode funktioniert nur bei Material, das jünger als 50.000 bis 60.000 Jahre ist. Stattdessen datierten Geologen die Gesteinsschichten selbst, in denen die Knochen lagen, anhand charakteristischer Marker, der Zusammensetzung von Pollensporen von Pflanzen dieser Periode und seltener Schichten vulkanischer Asche, deren Alter anhand des Zerfalls der darin enthaltenen radioaktiven Isotope mit hoher Genauigkeit bestimmt werden kann. Dies ist eine Standardpraxis in der Paläontologie. Das Alter eines Fundes wird fast nie direkt bestimmt, sondern anhand des Alters der Zeitkapsel, in der der Fund versiegelt war. Wie viele Funde es gab, die nicht in die Hände von Wissenschaftlern gelangten, sondern zusammen mit dem restlichen Gestein zu Brennstoff wurden, das lässt sich nicht einmal annähernd zählen. Die Rekonstruktion ergab eine Zahl, die man zunächst nicht glauben wollte: 13 Meter Länge, mehr als 1 Tonne Lebendgewicht, der Körperdurchmesser an der breitesten Stelle, größer als der Umfang eines erwachsenen Menschen. Zum Vergleich, die größte dokumentierte Anaconda der Gegenwart erreicht kaum 9 Meter. Titanoboa übertraf sie nicht um Prozent. Sie war ein Wesen einer ganz anderen Gewichtsklasse, ein Unterschied, der normalerweise nicht Individuen derselben Familie, sondern Tiere aus völlig unterschiedlichen Ordnungen trennt. Wenn Sie diese Zahl beeindruckt hat, geben Sie einen Daumen hoch. Es wird noch anschaulicher. Das war der erste Teil des Schocks. Der zweite Teil ist weitaus ernster und weitaus interessanter. Und gerade deswegen lohnt es sich, diese Geschichte bis zum Ende anzusehen, denn sie betrifft nicht nur eine ausgestorbene Schlange, sondern auch das, was gerade mit dem Klima des Planeten geschieht. Schlangen sind wechselwarme Tiere. Ihre Körpertemperatur hängt vollständig von der Umgebungstemperatur ab. Und diese Abhängigkeit hat eine strenge physikalische Konsequenz. Es gibt eine berechnete untere Temperaturgrenze, die einfach notwendig ist, damit ein Tier dieser Größe physisch funktionieren kann.
Als Paläoklimatologen berechneten, welche durchschnittliche Jahrestemperatur der Tropen für die Existenz einer Schlange dieser Masse erforderlich war, erhielten sie einen Wert von etwa 30 bis 34 Grad Celsius als Jahresdurchschnittsnorm. Nicht Spitzenhitze an einem einzelnen Tag, sondern eben der Jahresdurchschnitt. Zum Vergleich: Im heutigen Amazonasgebiet, dem größten tropischen Regenwald der Welt, liegt die durchschnittliche Jahrestemperatur bei etwa 26 bis 28 Grad. Ein Unterschied von 4 bis 6 Grad klingt bescheiden, aber für das Klimasystem des Planeten ist dies ein Bereich, der mit den pessimistischsten Prognosen der globalen Erwärmung für die kommenden Jahrhunderte vergleichbar ist. Nur, dass er bereits einmal in der Vergangenheit aufgetreten ist. Die riesige Schlange ist anscheinend nicht nur ein seltsames Ausstellungsstück aus einer ausgestorbenen Welt. Sie ist ein Thermometer, das vor 60 Millionen Jahren in der Erde vergraben wurde. Und bevor wir weitermachen, wenn solche Details Sie dazu bringen, gewohnte Fakten neu zu betrachten, abonnieren Sie den Kanal. In dieser Geschichte wird es noch mindestens 2 Momente geben, die alles, was davor gesagt wurde, auf den Kopf stellen. Um zu verstehen, was zu diesem Zeitpunkt auf dem Planeten überhaupt passiert ist, müssen wir ein wenig zurückgehen. Einige Millionen Jahre vor dem Erscheinen der Titanoboa wurde die Erde von einem Massenaussterben heimgesucht, das die nicht vogelartigen Dinosaurier und einen erheblichen Teil des übrigen Lebens auslöschte. Die Ära, die unmittelbar auf die Katastrophe folgte, wird Paläozän genannt. Eine Zeit, in der sich die Ökosysteme aus den überlebenden Fragmenten neu zusammensetzten. Vor etwa 58 Millionen Jahren herrschten in den tropischen Wäldern des heutigen Kolumbiens Bedingungen, wie sie weder davor noch danach existierten. Extrem hohe Luftfeuchtigkeit, extreme Temperaturen und fast vollständiges Fehlen großer terrestrischer Säugetierräuber, die um die Spitze der Nahrungskette konkurrieren konnten. Dazu trug auch die Lage des Kontinents bei. Südamerika war damals noch nicht durch eine Landbrücke mit Nordamerika verbunden und das Gebiet des heutigen Kolumbiens lag in einem System alter Meeresströmungen deutlich näher am Äquator, als man es allein anhand der heutigen geografischen Breite vermuten könnte. Der praktisch ununterbrochene Zustrom warmer äquatorialer Luft und die minimale Saisonalität schufen im Wesentlichen ein einzigartiges Fenster in der Geschichte des Planeten. Die Natur konnte es nirgendwo und zu keiner Zeit mehr exakt wiederholen. In dieses Vakuum trat die Titanoboa. Nach der Analyse der Ablagerungen und der Zusammensetzung der begleitenden Fauna bestand ihre Nahrung aus Lebewesen, die selbst Giganten ihrer Zeit waren. Riesige Süßwasserschildkröten von der Größe eines Tisches, frühe Krokodilverwandte von mehreren Metern Länge, riesige Lungenfische. Die Titanoboa war ein Lauerjäger, der im trüben Wasser tropischer Sümpfe jagte. Sie lauerte ihrer Beute am Ufer auf, umschlang sie mit ihren Körperringen und erwürgte sie auf die gleiche Weise wie heutige Pythons, nur mit einer Kraft, die der Masse entsprach, die um eine Größenordnung größer war als bei jedem heutigen Würgeschlangen. Berechnungen, die auf Masse- und Muskelarchitektur basieren, zeigen einen Druck, der ausreicht, um das Herz eines Tieres von der Größe eines großen Kaimanns in Sekundenschnelle zum Stillstand zu bringen. Zur Veranschaulichung: Das heutige Nilkrokodil, einer der mächtigsten lebenden Raubtiere, kann eine Beißkraft entwickeln, die heute zu den stärksten unter den Wirbeltieren auf dem Planeten zählt. Aber ein Biss, egal wie stark er ist eine punktuelle, kurzzeitige Anstrengung. Die Würgekonstruktion funktioniert anders. Es ist ein verteilter Druck, der über die gesamte Länge des Körpers des Opfers ausgeübt und über Minuten statt Bruchteile von Sekunden aufrechterhalten wird, was diese Jagdmethode auch gegen Beute effektiv macht, deren Panzer oder Schuppen einem einzelnen Biss standhalten können. Deshalb hat die Evolution die Würgekonstruktion im Laufe von Millionen von Jahren immer wieder bei nicht verwandten Raubtierlinien erfunden, als universelle Antwort auf gut gepanzerte Beute, die man nicht einfach durchbeißen kann. Ein separates technisches Problem, das die Evolution selbst lösen musste:
Wie konnte ein Tier dieser Größe überhaupt fressen? Schlangen kauen ihre Nahrung nicht, sie schlucken sie im Ganzen, dank eines elastischen Bandes, das die Hälften des Unterkiefers beweglich verbindet. Bei heutigen großen Pythons ermöglicht dieser Mechanismus bereits das Verschlingen von Beute, die den Durchmesser ihres eigenen Kopfes um ein Vielfaches übersteigt. Bei den Proportionen der Titanoboa bedeutet dies, dass sie Beute von der Größe eines erwachsenen großen Kaimans physisch im Ganzen verschlingen konnte, zusammengeklappt, wobei der Schluckvorgang sich über Dutzende von Minuten erstreckte, während derer der Jäger praktisch unbeweglich und verwundbar blieb. Deshalb jagte die Titanoboa wahrscheinlich gerade im trüben Wasser. Die eingeschränkte Sicht verringerte das Risiko eines Angriffs durch andere Raubtiere in diesem besonders verwundbaren Moment. Die gefundenen Schädelfragmente liefern ein zusätzliches Detail zu diesem Bild. Bei Schlangen besteht der Schädel aus vielen einzelnen Knochen, die durch bewegliche Gelenke verbunden sind, anstatt aus einer einzigen starren Kapsel wie bei Säugetieren. Genau das ermöglicht es dem Maul, sich beim Verschlingen großer Beute zu öffnen. Bei Titanoboa erwiesen sich die Schädelknochen proportional sogar als massiver, als man es bei einer einfachen linearen Vergrößerung von heutigen Arten erwarten könnte, was die Forscher zu der Überlegung veranlasste: möglicherweise erforderte die Evolution bei solchen Ausmaßen eine überproportional stärkere Stützstruktur des Schädels, nur um die Belastung durch das eigene Körpergewicht während der Jagd zu bewältigen. Dies ist ein Fall, in dem die Physik der Anatomie ihre Bedingungen diktiert. Eine vielfache Größensteigerung bedeutet nicht eine proportionale Zunahme der Knochenfestigkeit, und der Organismus muss dies durch einzelne technische Lösungen auf Skelettebene kompensieren. Und das ist nur ein Teil des Bildes, denn Titanoboa war nicht der einzige Riese dieses Waldes. Sie war die Norm für ein ganzes Ökosystem. In denselben Ablagerungen von Cerrejón fand man die Panzer von Süßwasserschildkröten der Art Pueblos, deren Panzer fast 1 Meter Durchmesser erreichte, größer als ein Autorad. Die Form des Panzers dieser Art unterschied sich von den meisten heutigen Süßwasserschildkröten durch charakteristische Auswüchse am Rand. Wahrscheinlich ein zusätzlicher Schutz, gerade vor einem solchen Raubtier wie Titanoboa, was an sich schon von einem langen evolutionären Wettrüsten zwischen diesen beiden Arten innerhalb desselben Ökosystems spricht. Man fand auch ein Krokodilartiges namens Cerrejonysuchus. Bei relativ bescheidener Länge besaß es einen überproportional kräftigen, verkürzten Schädel, der für die Jagd speziell auf gepanzerte Schildkröten angepasst war. Die spezialisierte Form seiner Zähne erlaubte es ihm, den Panzer von Pueblos buchstäblich zu zerbrechen, als ob die Natur persönlich in diesem Sumpf eine ganze Kette von Raubtieren aufgebaut hätte, von denen jedes auf eine bestimmte Beute spezialisiert war. Das heißt, für jedes riesige Raubtier in diesem Ökosystem entwickelte sich eine ebenso riesige Beute und für diese die nächste Stufe von Raubtieren. Selbst Blattabdrücke in denselben Gesteinsschichten gehören zu Arten mit ungewöhnlich großen Blattflächen. Ein Merkmal, das direkt mit hoher Luftfeuchtigkeit und konstant hoher Temperatur verbunden ist. Die Beweise für das extreme Klima des Paläozäns fügen sich aus mehreren unabhängigen Quellen gleichzeitig zusammen. Aus der Physiologie von Reptilien, der Anatomie von Krokodilen und der Botanik fossiler Pflanzen. Und stützen sich nicht auf eine einzige Art, was eine weitaus wackeligere Grundlage für eine so kühne Schlussfolgerung wäre. Übrigens, falls Sie sich fragen, wie Paläontologen überhaupt in der Lage sind, ein ganzes urzeitliches Ökosystem aus einer Handvoll Knochen und Blattabdrücken zu rekonstruieren, schreiben Sie uns das in die Kommentare. Vielleicht wird die nächste Folge genau dieser detektivischen Methodik gewidmet sein. Wie schwierig es tatsächlich ist, die Ausmaße von Titanoboa zu erfassen, wurde endgültig klar, als das Team des Smithsonian Institute beschloss, eine lebensgroße Rekonstruktion für eine Wanderausstellung zu bauen. Ingenieure und Künstler mussten nicht einfach die Proportionen einer modernen Anaconda vergrößern,
Sie überprüften jede Krümmung des Körpers neu, basierend auf der relativen Position der gefundenen Wirbel zueinander, damit das Modell physisch existieren konnte und nicht nur auf dem Papier beeindruckend aussah. Die fertige Rekonstruktion, in voller Größe ausgestellt, passte buchstäblich nicht durch einen Standardtürrahmen des Museumssaals. Das Modell musste in Teilen hineingetragen und erst im Raum zusammengebaut werden. Besucher, die sich neben den Kopf des Modells stellten, reichten kaum bis zur Mitte des geöffneten Mauls, eine Anschaulichkeit, die sich nicht allein durch Zahlen im Text vermitteln lässt. Ein ähnlicher Effekt tritt bei den Forschern selbst beim ersten Kontakt mit dem Material auf. Einer der Paläontologen, der an der ursprünglichen Beschreibung des Fundes beteiligt war, erinnerte sich später, dass er, als er zum ersten Mal einen einzelnen Wirbel von Titanoboa in den Händen hielt, mehrere Minuten lang nicht glauben konnte, dass er einen Schlangenknochen in der Hand hielt und nicht ein Fragment von etwas viel Größerem. So sehr waren die gewohnten Proportionen dieses Skelettteils durch den schieren Umfang des Fundes gestört. Wenn Sie diese Rekonstruktion live sehen möchten, geben Sie einen Daumen hoch. Das hilft wirklich dabei, dass solche Videos mehr Menschen erreichen. Es ist angebracht zu erklären, woher überhaupt die Zuversicht für eine so kühne Größenabschätzung stammt. Die Abhängigkeit zwischen der Umgebungstemperatur und der maximalen Größe eines wechselwarmen Körpers ist keine Hypothese, sondern eine gut dokumentierte Gesetzmäßigkeit, die an Dutzenden heutiger Reptilienarten in verschiedenen Klimazonen überprüft wurde. Je stabiler die hohe Umgebungstemperatur eines Lebensraums ist, desto größer sind im Durchschnitt die maximalen Größen der Individuen darin, weil der Stoffwechsel eines wechselwarmen Organismus bei einer höheren und stabileren Körpertemperatur effizienter arbeitet. Diese Gesetzmäßigkeit ist so stabil, dass man allein anhand der maximalen Größe einer heutigen Art mit ausreichender Genauigkeit die durchschnittliche Jahrestemperatur der Region vorhersagen kann, in der sie lebt, und umgekehrt. Genau dieses an lebenden Arten erprobte Modell wurde rückwärts auf Titanoboa angewendet. Als im Jahr 2012 eine unabhängige Gruppe von Forschern beschloss, die ursprünglichen Berechnungen anhand einer breiteren Palette heutiger Arten zur Kalibrierung zu überprüfen, verringerte sich die Längenabschätzung nicht, wie man es von einer strengeren Überprüfung erwarten könnte, sondern blieb im selben Bereich, mit einer leichten Erweiterung der möglichen Obergrenze. Die sorgfältigere Überprüfung widerlegte die Sensation nicht, sie bestätigte sie. Wenn die Tropen vor 60 Millionen Jahren tatsächlich Werte erreichen konnten, die heute fast unmöglich erscheinen, wie robust ist dann genau diese thermische Decke der Tropen, deren Existenz die Klimawissenschaft lange Zeit postulierte? Lange Zeit glaubte man, dass die tropische Zone des Planeten eine eingebaute Sicherung hat. Überschüssige Wärme sollte durch verstärkte Verdunstung und Bewölkung entweichen, die Sonnenlicht zurückreflektiert und so verhindert, dass sich die Tropen unendlich aufheizen, selbst bei einer globalen Erwärmung des Klimas. Die Existenz von Titanoboa wurde zu einem der ersten wirklich gewichtigen physischen Beweise dafür, dass diese Sicherung möglicherweise später und schwächer greift als angenommen. Die Tropen des Paläozäns waren heißer, als es das bestehende Modell zuließ. Bezeichnend ist auch, was mit dem Planeten nur wenige Millionen Jahre nach der Blütezeit der Fauna von Cerrejón geschah. An der Grenze zwischen Paläozän und der folgenden Epoche, dem Eozän, registrieren Klimaforscher ein Ereignis, das heute als Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum bezeichnet wird. Ein abrupter, nach geologischen Maßstäben fast augenblicklicher Ausstoß einer riesigen Menge Kohlenstoff in die Atmosphäre, der den Planeten noch stärker aufheizte, und zwar global, nicht nur in einer einzelnen tropischen Region. Die Ursachen dieses Ausstoßes werden bis heute diskutiert, von der Freisetzung von Methan aus dem Meeresboden bis hin zu großflächiger vulkanischer Aktivität, aber die Folgen sind gut dokumentiert.
Eine starke Versauerung der Ozeane, eine Massenmigration von Arten in Richtung der Pole auf der Suche nach kühlerem Klima und, was für unsere Geschichte besonders wichtig ist, ein weiterer dokumentierter Anstieg des Gigantismus bei einigen Linien von Reptilien und frühen Säugetieren, der praktisch parallel zur bereits etablierten Welt der Giganten von Cerrejón stattfand. Das bedeutet, Titanoboa erlebte nicht einen zufälligen lokalen Hitzeschub, sondern war Teil eines weitaus größeren und längeren Zeitraums extremer globaler Erwärmung, der sich über mehrere Millionen Jahre erstreckte. Und gerade dieser größere Kontext macht seine Existenz zu einem weitaus weniger zufälligen Ereignis und zu einem weitaus gewichtigeren Beweis dafür, was mit einem ganzen Planeten geschieht, wenn die Kohlenstoffkonzentration in der Atmosphäre lange genug ausreichend hoch ansteigt. Und wenn diese Grenze bereits einmal durchbrochen wurde, ist die Frage, wie stark sich die äquatorialen Regionen bei der anhaltenden modernen Erwärmung aufheizen können, wieder offen. Genau deshalb verweisen Klimaforscher, die sich mit heutigen Prognosen beschäftigen, regelmäßig auf die Daten von Cerrejón als eines der seltenen natürlichen Experimente, die die Geschichte des Planeten selbst bereits durchgeführt hat. Der praktische Wert solcher Funde für die moderne Wissenschaft ist weitaus größer, als man vielleicht denkt. Computermodelle, die das zukünftige Klima vorhersagen, basieren auf mathematischen Gleichungen, die beschreiben, wie Atmosphäre, Ozean und Land Wärme austauschen. Aber diese Gleichungen haben freie Parameter, die sich nicht allein aus der Physik ableiten lassen. Sie müssen anhand realer Daten kalibriert werden, wie sich das Klima in der Vergangenheit bei ähnlichen Kohlendioxidkonzentrationen in der Atmosphäre verhalten hat. Das Paläozän ist eine der wenigen Perioden in der Erdgeschichte, in der die Konzentration von Treibhausgasen mit der vergleichbar war, auf die sich die moderne Atmosphäre bei den derzeitigen Emissionsraten zubewegt. Deshalb sind Daten über die tatsächliche Temperatur der Tropen dieser Periode keine bloße akademische Neugier, sondern eine der wenigen Möglichkeiten, die der Wissenschaft zur Verfügung stehen, um zu überprüfen, wie genau moderne Modelle das Klima unter solchen Bedingungen vorhersagen. Cerrejón ist in diesem Sinne nicht allein. Ähnliche Ablagerungen aus demselben geologischen Alter mit Anzeichen extremer Temperaturen werden auch in anderen Teilen der Welt gefunden. In Indien, in einigen Regionen Nordamerikas. Und Paläoklimatologen sammeln aus solchen Punkten allmählich ein Netzwerk von Thermometern, die über den gesamten Globus verteilt sind. Und jedes davon verfeinert das Gesamtbild des Klimas auf dem Planeten, als es das letzte Mal war, als die Kohlenstoffkonzentration in der Atmosphäre den heutigen Wachstumsraten nahe kam. Titanoboa ist der hellste und anschaulichste Punkt auf dieser Karte. Einfach weil selten ein Fund das Klima in einer so leicht verständlichen Sprache erklären kann, selbst für jemanden, der weit von der Wissenschaft entfernt ist. Kein Diagramm, keine Isotopentabelle, sondern eine 13 Meter lange Schlange, die in einer kälteren Welt physisch nicht existieren könnte. Wenn dies dazu geführt hat, dass Sie die Klimaprognosen mit anderen Augen sehen, pausieren Sie das Video und abonnieren Sie jetzt. Denn weiter in dieser Geschichte wird es einen Moment geben, für den, ehrlich gesagt, die ganze Analyse begonnen hat. Um die Einzigartigkeit von Titanoboa zu beurteilen, lohnt es sich, die gesamte Geschichte der Riesenschlangen auf dem Planeten zu betrachten. Bereits im Zeitalter der Dinosaurier, vor etwa 70 Millionen Jahren, lebte in Indien die Art Sanaye, die Jungtiere von Sauropoden direkt in den Nestern jagte, aber ihre Größe war viel bescheidener, etwa 3,5 Meter. Später, nach dem Verschwinden von Titanoboa, erschien in Nordafrika Gigantophis von 8 bis fast 11 Metern, der lange Zeit den Titel der größten Schlange der Geschichte trug, bis der Fund in Cerrejón den Rekord mit einem Schlag neu schrieb. Die Überreste von Gigantophis wurden in Ablagerungen gefunden, die ebenfalls in eine Periode erhöhter globaler Temperaturen fallen, wenn auch deutlich weniger extrem als das Paläozän Kolumbiens, was an sich schon in das allgemeine Muster passt.
Es gab auch eine separate Linie von Meeresriesen, die Gattung Paleophis, Schlangen, die vollständig an das Leben im offenen Ozean angepasst waren, mit einem Körper, der für das Schwimmen und nicht für das Kriechen an Land modifiziert war. Ihre Größe erreichte nach verschiedenen Schätzungen 7 bis 8 Meter, beeindruckend für eine Seeschlange, aber immer noch weit entfernt von den Werten von Titanoboa. Interessanterweise waren ozeanische Riesenschlangen im Gegensatz zu terrestrischen und Süßwasserlinien nicht so stark durch die Landtemperatur begrenzt. Wasser erwärmt und kühlt sich langsamer als Luft, was ihnen theoretisch erlaubt hätte, unter günstigen Bedingungen sogar noch größere Größen zu erreichen. Aber die paläontologische Aufzeichnung bestätigt bisher nicht, dass einer von ihnen die Größe von Titanoboa erreichte. Wenn man alle bekannten Arten von Riesenschlangen auf einer einzigen Zeitskala anordnet, wird ein Muster sichtbar. Ihre Größenhöhepunkte fallen fast immer mit Perioden erhöhter globaler Temperaturen auf dem Planeten zusammen. Titanoboa ist der hellste Punkt auf diesem Diagramm, weil es in einem Moment erschien, als die tropische Temperatur einen der höchsten verzeichneten Werte der letzten 100 Millionen Jahre erreichte. Weder davor noch danach kam eine Schlangenlinie auf dem Planeten den physiologischen Größengrenzen, die die ektotherme Physiologie überhaupt zulässt, so nahe. Es stellt sich heraus, dass 13 Meter vielleicht nicht nur ein Rekord einer bestimmten Art sind, sondern eine physische Grenze, über die eine Schlange auf dem Planeten Erde nach den uns bekannten Gesetzen der Physiologie einfach nicht existieren kann. Es sei denn, die durchschnittliche Jahrestemperatur der Tropen steigt wieder auf Werte, die es seit dem Paläozän nicht mehr gab. Es sei jedoch angemerkt, selbst die Zahl von 33 bis 34 Grad ist noch nicht endgültig in Stein gemeißelt. Im Jahr 2024 schlug eine neue Veröffentlichung, die auf einer Neuuntersuchung der Isotopenzusammensetzung von Zahnschmelz verwandter Krokodilformen aus denselben Ablagerungen basiert, eine unabhängige Überprüfung mit einer Methode vor, die überhaupt nicht mit der Größe der Schlange zusammenhängt. Das Verhältnis bestimmter Sauerstoffisotope im mineralisierten Zahngewebe bildet sich in direkter Abhängigkeit von der Wassertemperatur, die das Tier zu Lebzeiten aufnahm. Und dieses Verhältnis bleibt im fossilen Material über zig Millionen Jahre hinweg praktisch unverändert erhalten. Das Ergebnis der Isotopenanalyse lag nahe an der ursprünglichen Schätzung anhand der Wirbel der Schlange, war aber nicht identisch. Ein Unterschied von einigen Grad, der für einen Laien unbedeutend erscheint, für eine Klimarekonstruktion aber bedeutet, dass die Endzahl noch präzisiert wird und keine endgültig abgeschlossene Angelegenheit ist. Ein Teil der Forscher ist der Meinung, dass die Isotopenmethode, da sie weniger von indirekten physiologischen Extrapolationen abhängt, bei der Präzisierung der Endschätzung Vorrang haben sollte. Ein anderer Teil weist darauf hin, dass die Isotopendaten selbst empfindlich auf saisonale Schwankungen und lokale Besonderheiten eines bestimmten Gewässers reagieren. Die Debatte ist noch lange nicht beendet und neue Veröffentlichungen zu diesem Thema erscheinen regelmäßig, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Das bedeutet, die Methode funktioniert und die Wissenschaft präzisiert sich selbst weiter, anstatt nur eine einmal verkündete Sensation zu wiederholen. Seit der ersten Veröffentlichung sind die Ausgrabungen in Cerrejón nicht eingestellt worden. In den vergangenen Jahren wurden zusätzliche Wirbel und Schädelfragmente gefunden, von denen einige Proportionen aufweisen, die sich leicht von denen des typischen Materials des ersten Fundes unterscheiden. Offiziell wird dies mit individueller Variabilität innerhalb einer Art erklärt, aber ein Teil der Forscher stellt offen die Frage, handelt es sich hier nicht um eine zweite, noch unbeschriebene Art einer riesigen Süßwasserschlange, die im selben Ökosystem parallel zur typischen Titanoboa lebte. Das Problem ist, dass die Wirbelsäule einer Schlange aus vielen sehr ähnlichen Segmenten besteht und ohne ein vollständiges, gegliedertes Skelett ist es äußerst schwierig zu beweisen, dass Unterschiede zwischen zwei Fragmenten artspezifische Unterschiede sind und nicht einfach nur eine andere Position des Wirbels entlang des Körpers desselben Individuums. Bei modernen, verwandten Arten werden zur zuverlässigen Abgrenzung normalerweise Dutzende von morphologischen Merkmalen gleichzeitig herangezogen,
die Form der Fortsätze, der Gelenkwinkel, die Proportionen des inneren Kanals. Und selbst dann ziehen sich Streitigkeiten über den Status nah verwandter Formen manchmal jahrelang unter Spezialisten für moderne Herpetologie hin. Für fossiles Material, bei dem den Wissenschaftlern nur verstreute Fragmente anstelle eines vollständigen Merkmalskatalogs zur Verfügung stehen, wird diese Aufgabe um eine Größenordnung schwieriger. Eine offizielle Beschreibung einer neuen Art ist bisher nicht erfolgt. Aber die Tatsache, dass die Frage in der Fachliteratur ernsthaft diskutiert wird, bedeutet, die Kohleschicht in Cerrejón hat noch nicht alles preisgegeben, was in ihr verborgen ist. Und, was denken Sie, wie viele weitere solcher Giganten des Paläozäns warten noch darauf, unter der Erde Kolumbiens entdeckt zu werden? Teilen Sie Ihre Version in den Kommentaren. Es ist interessant, die kühnsten Vermutungen zu sehen. Es mag scheinen, als könne man die Geschichte hier abschließen. Eine riesige Schlange existierte, erklärte der Wissenschaft etwas Wichtiges über die alten Tropen, starb wegen der Abkühlung des Planeten aus. Eine schlüssige, abgeschlossene Geschichte. Tatsächlich begann einige Millionen Jahre nach der Blütezeit der Fauna von Cerrejón das globale Klima allmählich abzukühlen. Die physiologische Obergrenze für die Größe wechselwarmer Lebewesen begann sich zu verengen und keine Linie riesiger Schlangen erreichte seitdem jemals wieder eine Größe, die mit der Titanoboa vergleichbar wäre. Aber gerade hier wird alles noch einmal komplizierter. Und das ist die letzte Wendung, über die in populären Darstellungen dieser Geschichte fast nie gesprochen wird. Die Kohleschicht, in der die Überreste der Titanoboa gefunden wurden, ist keine zufällige geologische Ablagerung. Kohle entsteht aus über Millionen von Jahren komprimierten Pflanzenresten unter Bedingungen eines ständig überfluteten, sauerstoffarmen Milieus. Das bedeutet, dass die Knochen der Titanoboa genau in dem Material begraben wurden, zu dem im Laufe der Zeit ihr eigener Regenwald wurde. Derselbe Wald, der die Wiege ihres Gigantismus war. Und hier ist der Clou. Die heutige Kohleförderung in Kolumbien, eine moderne industrielle Tätigkeit, die direkt mit Kohlendioxidemissionen und der aktuellen Klimaerwärmung verbunden ist, findet buchstäblich an demselben Ort statt, der vor 60 Millionen Jahren Zeuge einer der extremsten Warmzeiten in der Geschichte des Planeten war. Die aus der Erde geförderte Kohle, die einst die Heimat von Titanoboa war, trägt bei ihrer Verbrennung genau zu dem Prozess bei, der Klimaerwärmung, dessen Folgen Titanoboa allein durch seine Existenz anschaulich demonstriert. Es ergibt sich ein fast geschlossener Kreislauf. Ein Wesen, dessen Körper ein direkter Beweis dafür wurde, wie heiß das Klima des Planeten sein kann, wurde in Gestein begraben, das Millionen von Jahren später zu einem Brennstoff wurde, der das Klima erneut aufheizt. Die Erde hat buchstäblich eine Warnung in demselben Gestein aufbewahrt, das wir nun verbrennen. Und diese Koinzidenz ist wirklich schwer zu ignorieren, egal wie oft sie wiederholt wird. Es gibt noch ein weiteres Detail, das leicht übersehen wird. Der Abbauprozess selbst, der eine Schicht nach der anderen uralten Gesteins für Kohle freilegt, ist gleichzeitig der einzige Grund, warum die Menschheit überhaupt von der Existenz von Titanoboa erfahren hat. Ohne diese Mine wären die Knochen der riesigen Schlange höchstwahrscheinlich noch Zehntausende von Jahren in unerreichbarer Tiefe begraben geblieben. Die Technologie, die für einen Teil der aktuellen Klimaerwärmung verantwortlich ist, hat sich als dasselbe Werkzeug erwiesen, das es ermöglicht hat, in eine Ära zurückzublicken, in der der Planet bereits einmal eine ähnliche Erwärmung durchgemacht hat und sie überlebt hat, indem er sich bis zur Unkenntlichkeit verändert hat. Titanoboa verschwand nicht, weil es ein fehlgeschlagenes Experiment der Evolution war. Es verschwand, weil der Planet abkühlte. Und heute, während die Menschen weiterhin Kohle aus derselben Erde fördern, auf der es einst jagte, ist die Frage, was passieren wird, wenn sich der Planet wieder auf dieselben Werte erwärmt, keine rein akademische mehr. Es ist auch erwähnenswert, dass die gesamte Geschichte durch Zufall bekannt wurde. Ein Kohletagebau, der einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort lag, 60 Millionen Jahre nachdem der letzte Wirbel von Titanoboa auf den Grund eines tropischen Sumpfes gesunken war.
Wie viele ähnliche Zeugnisse des alten Klimas des Planeten immer noch unberührt unter Gesteinsschichten liegen, die bisher niemand gestört hat, ist eine Frage, auf die die Wissenschaft noch keine Antwort hat. Vielleicht ist die ehrlichste Schlussfolgerung aus dieser Geschichte keine Tatsache über eine ausgestorbene Schlange, sondern eine Tatsache über uns selbst. Wir verstehen immer noch nicht ganz die Grenzen, innerhalb derer das Klima unseres Planeten existieren kann. Und die Erde hat uns offenbar bereits einmal gezeigt, wie diese Grenze in der Praxis aussieht. Und vielleicht wartet der nächste, ähnliche Thermometer aus der Erde bereits irgendwo unter der Oberfläche auf seinen Einsatz, an die wir gar nicht als Ort zukünftiger Funde denken. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, wissen Sie bereits mehr über Titanoboa als 90% der Menschen, die diesen Namen jemals gehört haben. Abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie zu den Ersten gehören möchten, die von solchen Funden erfahren. Es gibt noch viele weitere Geschichten, in denen ein einziger Wirbel eine ganze wissenschaftliche Theorie auf den Kopf stellen kann.